jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Europa hat gewählt und zu den zentralen Erkenntnissen dieser Wahl gehört, dass die nationalistischen Kräfte in Europa erstarkt sind. Ein erheblicher Teil der Europäer hat Parteien gewählt, die europaskeptisch sind oder die europäische Integration sogar ablehnen. Das spiegeln auch die Ergebnisse aus Deutschland. Wenn die Ampel die Europawahl als Stimmungstest betrachtet, kann ihre eigene Stimmung am heutigen Abend eigentlich nur desaströs sein. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Christian, du bist der Mann der Zahlen heute. Wie sehen die aktuell für Deutschland aus? Ja, guten Abend, Marietta. Wir haben da doch schon eine sehr solide Datengrundlage für die Zahlen in Deutschland und können uns mal die aktuelle Hochrechnung anschauen. Die sieht wie folgt aus. CDU, CSU mit leichten Zugewinnen 30,2%. Die Grünen bei 12% hatten letztes Mal ein Rekordergebnis, stürzen jetzt aber ab. 8,5 Prozentpunkte nach unten. Die SPD 14%. Beim letzten Mal hatte sie ein Rekordnegativergebnis. Das hat sie jetzt noch mal unterboten. AfD gewinnt stark dazu auf 15,9. Die Linke bei 2,7. FDP bei 5,0. Mehr oder weniger unverändert. Und das BSW aus dem Stand auf 6,0%. Alle anderen, und da gibt es ziemlich viele, weil es keine 5%-Hürde gibt bei der Europawahl, 14,2%. Schauen wir uns die Sitzverteilung an, wie sie aussieht. Die 96 Abgeordnete schickt Deutschland in das neue Europäische Parlament. 29 davon kommen von CDU, CSU, 12 von den Grünen, 14 von der SPD, 16 von der AfD, 3 schickt die Linke, 5 die FDP und 6 das BSW und von den anderen Parteien 11, die von uns aus Deutschland in das neue Europäische Parlament geschickt werden, Marietta. Nun ist in Europa insgesamt, wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt, da ist ja noch nicht so weit ausgezählt wie in Deutschland. Zum Teil wird sogar noch gewählt. Aber auch da liegen jetzt weitere Zahlen vor? Das stimmt. Italien schließen die Wahllokale ja erst um 23 Uhr. Aber es laufen schon eine ganze Menge Trendergebnisse ein aus vielen Teilen Europas. Auch die Deutschen laufen da ja mit ein. Schauen wir uns also mal an, wie das aussieht. Ich kann da gleich sagen, es ist nicht so ganz einfach. Es ist sehr bunt. Es gibt viele Kürzel. Deswegen und auch um die Dynamik ein bisschen zu zeigen, haben wir hier nochmal das bisherige Europaparlament aufgelistet. Und jetzt gucken wir auf das Neue, wie es aussehen könnte. Wir sehen sehr, sehr viele Parteifamilien. Die Farben geben schon einiges her. Ich will vielleicht 2 Entwicklungen ein bisschen rausgreifen bei dieser Grafik. Und das eine sind die Verlierer dieser Europawahl. Definitiv der liberale Block, der stark verliert. Da ist unter anderem die Partei von Emmanuel Macron mit dabei, die Verluste hat. Und die Grünen haben ebenfalls verloren. Da sind die deutlichen Verluste der deutschen Grünen auch mit einberechnet. Wir sehen die EVP, das ist die klassische christdemokratische Parteienfamilie in Europa, als die stärkste Fraktion nach wie vor, auch im neuen Europaparlament. Und wir sehen auch einen erstarkten rechten und rechtsaußen-Block. Das sind die Farben hier unten in den Blautönen. Und dann hier die in den Grautönen. Da ist auch die AfD mit dabei, die ja aus dieser Fraktion gerade eben noch ausgeschlossen wurde. Also das ist so ein bisschen das Ergebnis, wie wir es im Moment sehen, für ganz Europa und das komplette Europaparlament. Marietta. Dankeschön, Christian. Überraschend ist das starke Abschneiden der rechten Parteien nicht. Das war so erwartet worden. Aber was bedeutet das nun für die europäische Politik? Welche Folgen hat das in Brüssel und Straßburg? Und wie wird das konservativ-bürgerliche Parteienbündnis EVP damit umgehen? Denn als nächstes geht es ja auch um die Frage, ob die bisherige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit bekommt. Dazu gleich noch Fragen an den Parteichef der EVP, Manfred Weber. Doch zunächst berichtet Ina Donn von diesem Tag in Europa. Und sie beginnt mit dem nationalen Beben, das die Europawahl in Frankreich ausgelöst hat. Aus dem schlechten Abschneiden seiner Partei hat Emmanuel Macron nämlich Konsequenzen gezogen. Als um 20:30 Uhr die ersten Zahlen in Brüssel zusammengerechnet werden, zeichnet sich ab, dass die EPP, die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU, CSU gehören, stärkste Fraktion im Europaparlament bleibt und die Rechtsaußenparteien kräftig zulegen.
In Frankreich liegt die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen deutlich in Führung und baut damit ihren Erfolg der Europawahl von 2019 weiter aus. EU-Spitzenkandidat Bardella hatte im Wahlkampf gegen den EU-Migrationspakt gewettert. Präsident Macron hatte dem wenig entgegenzusetzen. Emmanuel Macron ist heute Abend ein geschwächter Präsident. Wir fordern ihn auf, diese neue politische Lage zur Kenntnis zu nehmen, sich dem französischen Volk zuzuwenden und neue Wahlen zum nationalen Parlament abzuhalten. Macron zieht wenig später die Konsequenzen und kündigt für den 30. Juni Neuwahlen an. In Österreich wird nach den ersten Prognosen die rechtspopulistische FPÖ erstmals stärkste Kraft bei einer landesweiten Wahl. Sie liegt vor der konservativen Kanzlerpartei ÖVP und den Sozialdemokraten. Immer wieder hatte sie im Ukraine-Konflikt die EU als kriegstreibende Kraft dargestellt und punktet nun auch mit ihrer Anti-Europa-Politik. In Ungarn kann Viktor Orbáns nationalkonservative Fidesz-Partei auf 50% aller Stimmen hoffen. In der EU gilt er als Quertreiber und hat fast jede Entscheidung zur Ukraine zunächst blockiert. Daheim gerät er zunehmend unter den Druck des Oppositionspolitikers Modzia, der gestern noch mit Zehntausenden gegen Orbáns Politik demonstrierte. In Polen liefern sich die Pro-Europäer des Ministerpräsidenten Donald Tusk ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem ewigen Rivalen, der nationalkonservativen PiS. In Italien schließen die Wahllokale erst um 23 Uhr. Hier könnte die Fratelli d'Italia der ultrarechten Regierungschefin Meloni mit ihrem strikten Kampf gegen illegale Einwanderung die große Gewinnerin werden. In Brüssel feiert die EVP ihren Sieg und dass Ursula von der Leyen gute Aussichten hat, Kommissionspräsidentin zu bleiben. Wir sind die stärkste Partei, der Anker für Stabilität, und die Wähler haben unsere Führung in den letzten 5 Jahren anerkannt. Vor dem Europaparlament singen junge Leute derzeit gegen einen Rechtsruck in Europa. Und darüber wollen wir sprechen mit Manfred Weber, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei und für Deutschland der Spitzenkandidat der CSU. Guten Abend, Herr Weber. Guten Abend, Frau Sonka. Sie sind der Wahlsieger heute Abend, keine Frage. Und Sie werden mir sicherlich auch gleich sagen, wie desaströs die Ampel abgeschnitten hat. Aber hätte dann nicht eigentlich Ihr Block noch viel besser abschneiden müssen, als eigentlich im Wesentlichen nur das Ergebnis vom letzten Mal zu halten? Erlauben Sie mir, dass wir uns zunächst mal wirklich freuen, als Christdemokraten in Deutschland, Christsoziale in Deutschland, über den Zuspruch und auch europaweit, dass wir die einzige Partei in der Mitte sind, in der demokratischen Mitte, die heute an diesem Wahltag bei den Sitzen im Europäischen Parlament zulegt, bestätigt unseren Kurs. Wir sind die Volkspartei Europas und darüber freuen wir uns und wir werden dieses Mandat auch ernst nehmen, weil wir deshalb auch gut in diese Wahl herausgekommen sind, weil die Menschen uns vertrauen, dass wir die Themen ernst nehmen. Mit Migration, mit Wohlstand, mit Frieden sichern. Ja, das haben wir ja im Wahlkampf. Wir werden uns jetzt an die Arbeit machen. Das haben wir im Wahlkampf alles gehört. Nur trotz dieses Vertrauens, von dem Sie sprechen, ist das jetzt ja kein starker Zuwachs, Herr Weber. Stattdessen gibt es einen Rechtsruck in Europa. Und den haben auch die Konservativen, die bürgerlichen Parteien nicht verhindern können. Wenn Sie sich mal genau anschauen, dann werden Sie feststellen, bei der europäischen Landkarte, dass dort, wo Linksliberale regieren, das war in den Niederlanden bisher der Fall, Wilders jetzt der Sieger, oder in Frankreich, wo Emmanuel Macron regiert, wo jetzt Le Pen große Erfolge feiert, dass dieses linksliberale Europa genau zu diesem rechtsradikalen Ruck geführt hat. Und überall dort, wo wir regieren, nehmen Sie Griechenland, nehmen Sie Donald Tusk in Polen, der PiS niedergerungen hat und Polen nach Europa zurückgebracht hat. Dort, wo wir regieren, haben wir Erfolge gegen die Populisten. Das heißt, wir sind die Brandmauer gegen den Populisten und werden das auch in den nächsten 5 Jahren im Parlament zeigen. Das trifft jetzt auf Österreich natürlich nicht so ganz zu, aber wir müssen jetzt auch nicht alle anderen europäischen Länder durchgehen. Die große Frage wird sein, mit wem Sie denn Ursula von der Leyen, Ihre Spitzenkandidatin zur Kommissionspräsidentin, wählen wollen. Sie haben heute im Laufe des Abends gesagt, auch die Ampel in Brüssel sei abgewählt worden. Aber Frau von der Leyen ist ja eigentlich nicht Ampel, sondern konservativ-bürgerlich, christdemokratisch. Ja, wir werden auf europäischer Ebene als Wahlgewinner jetzt mit Abstand stärkste Partei Europas. In den nächsten 5 Jahren kann gegen die Europäische Volkspartei Europa nicht regiert werden. Und wir werden als Wahlgewinner jetzt die Hand ausstrecken. Natürlich mit den 2 anderen großen Parteifamilien, den Liberalen, den Sozialdemokraten in Europa sprechen und darauf Mehrheiten für morgen aufbauen. Europa muss aus der Mitte heraus regiert werden, das steht außer Frage. Und ich erwarte jetzt, dass Olaf Scholz auch klarstellt, dass er den Wahlgewinner, nämlich Ursula von der Leyen, unterstützt und auch Emmanuel Macron als Präsident Frankreichs, aber vor allem auch als
sozusagen stärkster Politiker in der liberalen Parteienfamilie Europas, dass die beiden klarstellen, jawohl, die EVP hat die Wahl gewonnen, wir akzeptieren das und wir werden Ursula von der Leyen unterstützen. Die beiden Alles andere, haben Frau Slomka, würde zu großer politischer Instabilität in Europa führen und davor warne ich. Deswegen, wir brauchen jetzt schnell Klarheit von den anderen Parteien, das Ergebnis zu respektieren. Hängt ja nicht nur an denen, sondern auch davon, wie Sie sich zum Beispiel zu Frau Meloni und ihrem Parteienblock stellen und ob Sie auch bereit wären, sich von ihr wählen zu lassen. Also nicht Sie persönlich, sondern Frau von der Leyen. Wir stehen als Christdemokraten in der ersten Reihe, unser Europa gegen alle radikalen Kräfte zu verteidigen. Das haben wir immer klar gemacht und da können sich die Menschen auch drauf verlassen. Es ist unser Europa. Adenauer, de Gasperi, Schumann, Kohl, Merkel, wir haben es mit aufgebaut. Deswegen werden wir es auch gegen die Nazis, gerade bei uns, die Neonazis der AfD, verteidigen, auch im nächsten Europäischen Parlament. Aber klar ist auch, dass wir jetzt erstmal die Bestätigung der demokratischen Parteien brauchen. Ja, aber ich habe Sie sicher jetzt nach Frau Meloni gefragt. Was Ursula von der Leyen vorschlägt. Ist sie von Frau Meloni für Sie denn auch eine Rechtsradikale oder eine Neonazi als Faschistin oder eigentlich nur eine Konservative, die ein bisschen weiter rechts ist? Frau Slomka, wenn die drei großen Parteienfamilien, die Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale zusammenhalten, sind wir deutlich über 50% der Stimmen im Europäischen Parlament. Deswegen ist meine erste Frage an die beiden demokratischen Mitbewerber, akzeptiert ihr das Wahlergebnis? Und steckt ja auch noch 2019 in den Knochen, wo damals Sozialdemokraten und Liberale eben den Wahlgewinner und die wahlgewinnende Partei nicht unterstützt haben. Deswegen am Wahlabend freuen wir uns über den Riesenzuspruch. Wir sind Wahlgewinner und werden das auch ernst nehmen, auch umsetzen, unsere Versprechen. Und das Zweite, die klare Erwartungshaltung an die Demokraten in der Mitte, das Wahlergebnis zu respektieren und Ursula von der Leyen jetzt vorzuschlagen. Die Frage werde ich dann gleich mal an Frau Barley weiterreichen im Laufe der Sendung. Erstmal vielen Dank, Herr Weber. Ich bedanke mich. Dann schauen wir jetzt aber erst noch nach Paris und auf den wirklich überraschenden und möglicherweise auch sehr riskanten Move von Emmanuel Macron, das Parlament aufzulösen, und schalten schnell nach Paris zu unserer Kollegin Anne Arndt. Da steht sie. Anne, warum tut er das? Also es ist ja nicht zwingend, auf eine Europawahl dann zu Hause so zu reagieren. Nein, das ist tatsächlich ein dramatischer Schritt. Das ist im Grunde eine Flucht nach vorn. Die Extremrechte, das Rassemblement National, die haben von Anfang an diese Europawahl zu einer Art Referendum gegen Macron erklärt. Und sie haben jetzt doppelt so viele Stimmen bekommen wie das Bündnis um die Regierungspartei, also um Emmanuel Macron. Und er fragt jetzt im Grunde die Französinnen und Franzosen, was wollt ihr wirklich? Er löst die Assemblée Nationale auf, also das Parlament. Er ruft Neuwahlen aus und sagt, ihr habt euren Protest gehabt, jetzt müsst ihr Farbe bekennen. Wollt ihr wirklich diese antieuropäische nationalistische Politik? Das ist natürlich schon auch ein bisschen Harakiri. Anne, ganz kurz, was war der entscheidende Faktor, der den Rechten in Frankreich diesen Auftrieb beschert hat? Das hat mehrere Gründe tatsächlich. Ich mache es ganz kurz. Dem RN, dem Rassemblement National, ist es gelungen, sich vom rechten Rand Richtung Mitte zu bewegen. Inhaltlich zwar nicht, aber im Auftreten, vor allen Dingen mit dem Spitzenkandidaten Jordan Bardella. Und der hat ganz stark auf die Unzufriedenheit im Land gesetzt. Das ist der zweite Grund. Vielen hier in Frankreich sind die Sozialreformen Macrons zu hart, sind die Kosten im Alltag zu hoch. Macron hat dagegen gehalten, hat in den letzten Wochen immer wieder betont, wie wichtig ein starkes Europa sei, gerade angesichts aktueller Krisen und Kriege. Aber er konnte offenbar damit nicht punkten. Dankeschön, Anne, für diese Einschätzungen und Informationen live aus Paris. Ja, für den deutschen Bundeskanzler ist der Ausgang dieser Wahl auch ein Desaster, nicht weniger desaströs als für Emmanuel Macron. Was nun in Deutschland prompt dazu führt, dass die CDU ihn schon dazu auffordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Für die Ampel ist die Lage aber tatsächlich prekär. Ein geschwächter Kanzler mit einer Kanzlerpartei, die noch schlechter abgeschnitten hat als bei der letzten Europawahl. Und die war für die SPD auch schon historisch schlecht. Die Grünen mit herben Verlusten. Und die FDP krept weiter an 5% herum, was ihre Nervosität mit Blick auf die Bundestagswahl sicher nicht abmildern wird. Die AfD hatte sich ursprünglich zwar sicher mehr erhofft, kann aber angesichts ihrer Skandalkandidaten mehr als zufrieden sein. Und das gilt auch für Sarah Wagenknecht und ihr neu gegründetes Bündnis. Wie in Berlin auf all diese Ergebnisse reagiert wurde, berichtet Daniel Ponzen.
Im Fußball wurde einst der Spruch geprägt, die 0 muss stehen. Bei der Union galt heute, die 3 muss stehen, die 3 für 30. Und tatsächlich, die Werte pendelten sich nach 18 Uhr knapp über dieser parteiintern symbolisch wichtigen Hürde von 30% ein. Ich nehme dieses Wahlergebnis als eine große Ermutigung und Ermunterung, auch für die nächsten Wochen und Monate unsere Arbeit fortzusetzen, so wie wir sie in den letzten 2 Jahren angelegt haben. Das ist ein langer Weg. Wir haben uns auf diesen Weg gemacht und wir haben heute den ersten großen Erfolg gemeinsam erzielt. Das macht mich sehr stolz und sehr dankbar. Sehr ähnliche Worte waren beim Bündnis Sarah Wagenknecht zu hören. Angesichts der ersten echten Bewährungsprobe habe sie den Tag über ein flaues Gefühl gehabt, so die Namensgeberin der Partei, bis zur Verkündung der Zahlen. Es ist der erste Stimmungstest nach einem grandiosen Wahlkampf. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt die Zahlen sehe, deutlich über 5%. Das ist so ein Wahnsinn, das ist so großartig. Ich freue mich riesig. Riesig der Frust bei Wagenknechts ehemaliger Partei, die mit rund 3% im Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit angekommen ist. Das Wahlergebnis zeigt, dass wir Vertrauen verloren haben. Dass uns Leute fragen, gibt's euch eigentlich noch? Und dass wir mit unseren Themen und mit unseren Anliegen an vielen Orten überhaupt nicht mehr durchdringen. Die AfD dagegen landet nach Hochrechnungen bundesweit auf Platz 2, im Osten sogar auf Platz 1. Trotz mehrerer Skandale während des Wahlkampfs bedeutet das deutliche Zugewinne. Ich denke für uns, gerade bei dieser Europawahl, ein historisches Ergebnis. Wir haben Platz 2 errungen, liebe Freunde. Super! Herbe Verluste gab es für die Ampel. Mit Abstand am glimpflichsten ging es für die FDP aus. Nur geringe Einbußen hier. Wir haben ein Ergebnis gehalten im Vergleich zu vor 5 Jahren. Das ist wirklich eine große Freude. Wir sind bei 3% gestartet und hatten eigentlich konsequent 4%. Und dass es jetzt eine stabile 5% ist, das ist eine wirklich gute Nachricht. Eine wirklich schlechte Nachricht war das Ergebnis für die Grünen. Ein veritabler Absturz vom Rekordergebnis vor 5 Jahren. Es wäre falsch, jetzt dieses Ergebnis schönreden zu wollen. Ich glaube, wir haben alle uns was Besseres erhofft und wir sind nicht zufrieden mit dem, was da jetzt am Ende in unserem Balken steht. Ähnlich frustrierend verlief der Abend für die Sozialdemokraten mit einem historisch schlechten Ergebnis. Ja, wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren auch gemeinsam. Und gemeinsam werden wir eben auch kämpfen dafür, dass wir wieder Erfolg haben. Erst einmal aber steht die Niederlage auch für den Kanzler, der sich großflächig hatte mitplakatieren lassen im Wahlkampf als Friedenskanzler an der Seite der Spitzenkandidatin Katharina Barley. Und die ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Frau Barley. Guten Abend, Frau Slomka. Ja, das ist ein bitterer Abend für die Sozialdemokratie. Und die ganze Zeit im Wahlkampf stand der Kanzler ja an ihrer Seite, auf jedem Wahlplakat. Das heißt, es war auch eine Abstimmung über den Bundeskanzler. Die hat Ihnen nun gar nicht geholfen. Naja, es ist ja klar, dass das sowieso eine Abstimmung über Kanzler, über Regierung geworden wäre. Das war abzusehen und deswegen war unsere Strategie zu sagen, dann nehmen wir es selber in die Hand. Dann diktieren wir selber, welches Bild wir zeigen wollen, welche Themen wir setzen wollen. Das haben wir gemacht. Und wie gesagt, die Koalition und ihre Performance wäre sowieso Thema gewesen. Von daher finde ich es nach wie vor richtig, dass wir das von vorne gespielt haben. Ja, wer es nun wirklich von vorne spielt, ist Emmanuel Macron. Der hat heute Konsequenzen gezogen. Wird auch die SPD, wird die Kanzlerpartei, die deutsche Kanzlerpartei Konsequenzen ziehen? Wir werden auf jeden Fall die Konsequenz ziehen, dass wir eine ganz intensive Analyse dieses Ergebnisses vornehmen werden. Denn da gibt es so ein paar Sachen, die mir auch wirklich Sorge machen und die ich auch noch nicht so ganz einordnen kann. Zum Beispiel, dass wir den größten Anteil an das Lager der Nichtwählerinnen und Wähler verloren haben. Obwohl ja im Moment eigentlich jeder merkt, was gerade auf dem Spiel steht. Das Thema Demokratie eine große Rolle gespielt hat, was eigentlich eins ist, was unsere Wählerinnen und Wähler sehr mobilisiert. Da gibt es sicherlich noch ein paar Fragezeichen. Ich frage noch mal nach den Konsequenzen. Also nach der letzten Europawahl, die schon desaströs für die SPD ausgefallen ist und diesmal noch schlechter, ist Andrea Nahles zurückgetreten als Parteichefin und Fraktionsvorsitzende. Wie gesagt, wir werden in eine intensive Analyse gehen und die SPD ist heute eine andere, als sie das damals war. Ich denke, das hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass wir
wie Saskia Esken das eben formuliert hat, gemeinsam gewinnen und auch gemeinsam verlieren. Insofern ist das heute schon eine andere Lage als 2019. Ja, Sie sitzen auch im Vorstand der SPD, also auch was in Deutschland passiert, muss Sie bewegen. Was bedeutet das jetzt für die Ampel? Wie stabil kann die eigentlich noch sein, wenn alle 3 Ampelparteien am Ende eines solchen Abends die Hände beim Kopf zusammenschlagen? Ja, ich denke, dass alle 3 Parteien vermutlich intern sich diese Frage stellen. Und ich sehe das Ganze ja so ein bisschen von halb außen aus Brüsseler Perspektive. Das ist auch für uns in Brüssel nicht unbedingt förderlich, wenn zum Beispiel Deutschland sich immer enthalten muss, weil einer der Koalitionspartner in letzter Minute noch mal sein Veto einlegt. Ich hätte auch ein großes Interesse daran, dass wir ein etwas anderes Erscheinungsbild dieser Ampel künftig vorfinden würden. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber wir hatten eben Manfred Weber auch in der Sendung, der die große Frage an Sie und auch an die Liberalen stellte in Europa, ob Sie denn Frau von der Leyen nun mit ihm mitwählen werden. Werden Sie? Ja, wir haben das im Wahlkampf ja immer ganz klar gemacht. Wir stehen für Gespräche selbstverständlich zur Verfügung. Die Union ist stärkste Partei geworden. Dazu noch mal ein Glückwunsch von dieser Seite. Aber wir haben auch immer klar gemacht, dass wir nicht mit Rechtsextremen und Rechtspopulisten zusammen in ein Bündnis gehen. Und aber Frau das von der weiß Leyen die ist ja jetzt keine Union. Rechtspopulistin. Und wenn sie sich Nein, absolut nicht. Aber sie hat auf die Frage in Maastricht bei der Spitzenkandidatenrunde, auf die Frage, ob sie mit Rechtspopulisten oder Rechtsextremen zusammen ein Bündnis schmieden würde, hat sie geantwortet, das kommt auf die Zusammensetzung des nächsten Parlaments an. Sie hat nicht gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und auch Manfred Weber hat ja Giorgia Meloni immer als mögliche Alliierte gelobt. Das ist einerseits irreführend, weil es nicht um Giorgia Meloni geht. Er hat aber eben gesagt, er wird sie wahrscheinlich gar nicht brauchen, die Frau Meloni, sondern das kann die traditionelle proeuropäische Allianz sein. Und darum wäre seine erste Frage an Sie und die Liberalen, machen Sie mit? Ja, dann verstehe ich nicht, warum er den ganzen Wahlkampf über genau dieses Bündnis zu den Fratelli d'Italia dauernd so hervorgehoben hat und auch Ursula von der Leyen das tut. Also wir stehen für Gespräche zur Verfügung. Terry Reintke hat das für die Grünen heute Abend auch schon bekräftigt. Aber wie gesagt, wir verlangen dafür die Zusicherung, dass da keine Rechtsextremen mit im Boot sind. Also da gibt es noch einiges zu besprechen. Frau Barley, danke Ihnen für das Interview. Sehr gerne. Eine Wahl in Europa und ein Stimmungsbild für Deutschland. Dazu nun ein Kommentar von der stellvertretenden Chefredakteurin des ZDF, Anne Jelinek. Europa hat gewählt. Und wie? Hohe Wahlbeteiligung zwar, aber Begeisterung für das europäische Projekt zeigen die ersten Zahlen nicht. Die Mitte ist kleiner geworden, der rechte Rand größer. Das heißt erstens, die europäischen Christdemokraten sind zwar die Wahlgewinner, müssen aber zittern, ob sie mit den anderen demokratischen Parteien eine Mehrheit hinkriegen, die Ursula von der Leyen erneut zur EU-Kommissionspräsidentin wählt. Andernfalls könnten die Konservativen zum Kompromiss mit dem rechten Lager gezwungen sein. Bereit stünde offenbar die italienische Rechtsnationalistin Giorgia Meloni, die aus Sicht von der Leyen das wohl geringere Übel unter den rechten Parteien zu sein scheint. Und vielleicht wäre es sogar klug, die Partei der italienischen Regierungschefin stärker einzubinden und damit das Lager der harten Rechtsextremisten zu schwächen. Zweitens bedeuten diese ersten Zahlen, dass der grüne Zeitgeist, der die letzte Europawahl umwehte, verflogen scheint. Viele, besonders junge Europäer, haben ihre Stimme lieber den Populisten mit vermeintlich einfachen Lösungen gegeben. Blöd nur, dass sich der Klimawandel nicht abwählen lässt. Es wird also in Deutschland deutlich komplizierter werden, nicht nur bei Klima- und Agrarpolitik. Die deutsche Ampelregierung ist nach dem heutigen Wahlabend so geschwächt, dass sie dabei in der EU keine große Hilfe sein wird. Es gab heute nicht nur die Europawahl, sondern in mehreren Bundesländern wurden auch Kommunalwahlen abgehalten. Und damit beginnen jetzt bei dir die Nachrichten, Heinz. Ja, um es gleich vorweg zu sagen, mit Ergebnissen dazu wird wegen der zeitgleichen Europawahl teils nicht vor morgen gerechnet. Die Kommunalwahlen gab es in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Und in Thüringen, wo schon vor 2 Wochen Kommunalwahlen stattfanden, standen heute eine Reihe von Stichwahlen an. In Erfurt etwa hat Amtsinhaber Andreas Bausebein von der SPD diese verloren. Neuer Oberbürgermeister der Landeshauptstadt wird Andreas Horn von der CDU. In Israel hat Minister Benny Gantz seinen Rücktritt aus dem Kriegskabinett verkündet und seine Partei verlässt damit auch die Notstandsregierung. Gantz warf Premier Netanyahu vor, einen so wörtlich echten Sieg gegen die Hamas zu verhindern und forderte Neuwahlen. Der frühere Oppositionspolitiker hatte Netanyahu ein Ultimatum gesetzt, wonach bis zum 8. Juni ein Plan für die Nachkriegsordnung in Gaza vorliegen sollte. Im Bundesverteidigungsministerium laufen Planungen, die Reserve der Bundeswehr deutlich zu verstärken. Diese solle auch so ausgebildet und ausgerüstet sein, dass sie die aktive Truppe im Kampf verstärken oder ersetzen kann, sagte der Stellvertreter des Generalinspekteurs Hoppe der dpa. Ziel ist, künftig bis zu 60.000 Männer und Frauen in einer sogenannten Grundbeorderung zu haben. Bisher gibt es rund 44.000. In Köln wurde heute der Opfer eines Anschlags der rechtsextremen Terrorgruppe NSU vor genau 20 Jahren gedacht. Zu der Gedenkfeier kam auch Bundespräsident Steinmeier. Der Staat hätte den Rechtsextremismus schon damals systematischer beobachten und entschlossener bekämpfen müssen, sagte Steinmeier. Am 9. Juni 2004 hatte der sogenannte nationalsozialistische Untergrund eine Nagelbombe in der Kölner Keupstraße gezündet. 22 Menschen wurden seinerzeit verletzt, 4 von ihnen schwer. Nächste Woche findet in Berlin eine große internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Auch Präsident Selenskyj wird dort erwartet. Zur bitteren Wahrheit gehört natürlich, dass die Ukraine laufend weiter zerstört wird. Man wird aber nicht warten können, bis der Krieg irgendwann vorbei ist. Sie braucht schon jetzt Hilfe, Infrastruktur wieder aufzubauen. Außerdem wird es in Berlin auch um Rüstungsindustrie gehen. Es liegt natürlich im Interesse der Ukraine, möglichst viele Waffen auf eigenem Territorium zu produzieren. Bei einem ihrer größten Probleme hilft aber auch das nicht. Sie hat zu wenig Soldaten. Wie schwierig die Rekrutierung in der Ukraine geworden ist, berichtet Dara Hassanzadeh. Die ukrainische Armee braucht mehr Soldaten und es ist Svetlanas Aufgabe, diese zu finden. Sie arbeitet für das Rekrutierungszentrum der Armee in Odessa. Straßenkontrolle, wen sie wo kontrolliert, es ist Zufall. Auch das macht vielen Männern in der Ukraine Angst. Viele meiden die Öffentlichkeit, fürchten die Einberufung direkt von der Straße. Zudem hat ein Korruptionsskandal im letzten Jahr weiteres Vertrauen zerstört. Ich spüre es jeden Tag, das Misstrauen. Und dann lesen die Menschen in den Telegram-Kanälen Fake News. Wir hätten riesige Gehälter, bekämen 200 € für jeden Mann, den wir rekrutieren. Es belastet mich und es erschwert unsere Arbeit. Es ist sehr unangenehm. Svetlana hat die ersten 5 Monate des Kriegs unter russischer Besatzung in Cherson gelebt. Ihr Mann ist als Soldat gefallen. Für Männer, die nicht kämpfen wollen, bringt die jetzt alleinerziehende Mutter wenig Verständnis auf. Damit steht sie für einen Teil der ukrainischen Gesellschaft. Sie haben mir vorgeschlagen, in die Armee einzutreten, und ich habe ja gesagt. Niemand hat Druck auf mich ausgeübt, ich habe eingewilligt. Doch der andere Teil der Gesellschaft will nicht in den Krieg ziehen. Dieser Mann sagt, er wolle sich um seine pflegebedürftigen Eltern kümmern. Seine Partnerin findet, er sollte generell nicht eingezogen werden. Es gibt Menschen, die sind einfach für das Militär bestimmt. Sie sind Kämpfer. Und dann gibt es diejenigen, die keine Kämpfer sind. Sie sollten einfach Geld verdienen und spenden. Die gesellschaftliche Debatte über die Mobilisierung von Soldaten spiegelt sich im Kleinen bei jeder Kontrolle. Es reicht nicht mehr aus, nur mit Geld zu helfen. Wir brauchen Soldaten. Egal wie hart es ist, wie sehr manche Menschen uns verachten, wir rekrutieren weiter. Der ukrainische Staat muss jetzt beweisen, dass die Mobilisierung nach klaren Regeln erfolgt. Sonst droht sich die Spaltung in der Gesellschaft zu vertiefen, mitten im Krieg.
Und jetzt geht es bei dir noch mal weiter mit anderen Meldungen des Tages. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet worden. Kehlmanns Literatur lese sich als brennend aktuelle Mahnung angesichts der wachsenden Bedrohung der Demokratie und der fortschreitenden gesellschaftlichen Polarisierung, hieß es in der Laudatio. Sein Roman »Die Vermessung der Welt« gilt als eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit. Noch zum sportlichen Teil dieses Sonntags. Alexander Zverev muss weiter auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere warten. Er verlor das Finale der French Open in Paris gegen den Spanier Carlos Alcaraz in 5 Sätzen. In der Formel 1 hat Red Bull-Pilot Max Verstappen den großen Preis von Kanada gewonnen. Auf Platz 2 landete der Brite Lando Norris, auf dem 3. Platz George Russell im Mercedes. Zur Leichtathletik-EM in Rom. Da gab es heute weitere Medaillen für die deutschen Athletinnen und Athleten. Im Halbmarathon-Einzelwettkampf gewann Amanal Petros nach einem spannenden Finish die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze holte sich das Halbmarathon-Team der Männer und die DLV-Frauen erkämpften sich im Teamwettbewerb am Ende sogar die Silbermedaille. Ein großes Sportereignis steht auch nächste Woche an. Die Fußball-EM darf in unserem Wochenausblick natürlich nicht fehlen. Annegret Oster hat aber auch noch andere kommende Ereignisse im Blick. Ab Donnerstag treffen sich die G7-Staaten zu einem Gipfel in Italien. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird an den Gesprächen teilnehmen. Im Fokus des Gipfels stehen die Themen Klimawandel, Migration, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Situation im Nahen Osten. Mit einem Eröffnungsspiel gegen Schottland startet am Freitag die Fußball-Europameisterschaft. Einen Monat lang werden 24 Mannschaften in 10 deutschen Städten um den EM-Pokal spielen. Die Fans feiern schon am Mittwoch in München mit einem großen Fanfest. Bundesinnenministerin Faeser kündigte eine hohe Präsenz der Polizei während der EM an. Sicherheit habe oberste Priorität. Am Samstag beginnt in der Schweiz die internationale Ukraine-Friedenskonferenz. Neben Bundeskanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron wird auch US-Vizepräsidentin Harris erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft, der Gipfel könne ein gerechtes Ende des Krieges näher bringen. Russland wird nicht an der Konferenz teilnehmen, ebenso wenig wie China. Und noch die Wetteraussichten zum Start in die neue Woche. Morgen ziehen die Schauer und Gewitter im Süden ab. Im Nordwesten kommt Regen auf, später folgen Gewitter. Dazwischen scheint länger die Sonne. Die Temperatur erreicht 15 bis 23 Grad. Die kommenden Tage bringen im Nordwesten, vor allem an den Alpen, jetzt muss ich noch mal gucken. Also die kommenden Tage bringen im Nordwesten, vor allem aber an den Alpen, Regen. Überwiegend trocken bleibt es in der Mitte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 20 Grad. Soweit das Heute-Journal an diesem Europaabend. Bei den europaweiten Ergebnissen ist ja noch Bewegung. Da wird auch noch ausgezählt. Und damit geben wir direkt weiter zu Bettina Schausten im ZDF-Waldstudio.